Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu einer weiteren Sailor Moon Zusammenfassung. Heute geht es um das Sailor Moon Musical namens Usagi Aino Senshi no Michi. Usagi, der Weg, eine Kriegerin der Liebe zu werden. Und ich sag's nochmal, lasst euch nicht von den nicht ganz so tollen Kostümen abschrecken, die späteren waren viel besser. Und das hier ist halt eins der ganz frühen Musicals, nämlich, wenn man so will, die zweite Geschichte, die aufgeführt wurde. Es ist allerdings nicht zur zweiten Staffel, sondern zur dritten Staffel. Das Musical lief Mitte 1994, das war ein paar Monate nachdem man mit der Ausstrahlung von Staffel 3 begonnen hatte. Das heißt, es wurde aufgeführt lange bevor die dritte Staffel zu Ende war. Die lief nämlich noch bis Februar 95. Das ist vermutlich der Grund, warum es sich sehr auf die erste Hälfte der Staffel fokussiert und generell recht anders ist. Aber fangen wir doch einfach mal an. Es beginnt mit einer Art Vision, die Senshi haben. King Endymion erzählt davon, dass etwas Schreckliches bevorsteht, das nur von einem Herzen voller Freundlichkeit aufgehalten werden kann. Währenddessen schmieden die Deathbusters böse Pläne. Die Witches 5 gibt es in diesem Musical nicht, dafür hat Kaoli Knight eine Gruppe an Untergebenen namens Death Nightmares und Tomoe hat seine Death Maneties. Er hat ein reines Herz aufgespürt und schickt ein Daimon-Ei los. Usagi und Mamoru sind nichts Böses ahnend auf einem Date und fahren in einer Gondel. Doch plötzlich fällt Chibiusa vom Himmel und stört die traute Zweisamkeit. Sie wollte gerne Mamoru wiedersehen. Auf einmal wird aber der See eingefroren und ihr Boot verwandelt sich in einen Daimon. Die Maneties greifen ebenfalls an und sie schaffen es, Chibiusas reines Herz zu stehlen. Doch da kommen Sailor Uranus und Neptun zu Hilfe. Sie besiegen den Daimon und vertreiben die Feinde. Natürlich ist der Herzkristall kein Talisman und Chibiusa bekommt ihn zurück. Die Feinde haben jedoch schon das nächste Herz im Sinn, das von Ami. Die denkt gerade über ihre Zukunft nach und ist sich unsicher, ob sie nach Deutschland zum Studieren will. Rei, Makoto und Minako treffen auf Ami und auch sie planen ihre Träume zu verwirklichen und wegzugehen. Minako hat ein Angebot vom nationalen Volleyballteam bekommen. Rei will in Tibet meditieren und Makoto will in China besser kochen lernen. Ami fühlt sich nun bestärkt und beschließt, bald nach Deutschland zu fliegen. Die Death Maneties starten einen kläglichen Versuch, sich bei den Senshi einzuschleusen, indem sie sich als Haruka und Michiro und auch als Phobos und Dymos verkleiden. Naja, es folgt ein chaotischer Kampf, den man eigentlich nicht wirklich Kampf nennen kann, und dieser endet recht konsequenzlos. Kaoli Knight versucht, Chibiusas Gedanken zu beeinflussen oder so ähnlich, um sie ins Deathbusters Quartier zu locken. Und das klappt auch. Sailor Chibi Moon kommt dorthin und versucht zu kämpfen, wird aber schnell gefangen genommen. Tuxedo Mask eilt zur Rettung, aber die Deathbusters haben einen Energieschutzschild und hauen mit dem Mädchen ab. Währenddessen erzählen die Inners Usagi von ihren Zukunftsplänen und auch, dass Ami bereits beim Flughafen ist, weil sie es nicht übers Herz gebracht hat, sich zu verabschieden. Usagi ist natürlich super traurig und aufgebracht und will nicht von allen allein gelassen werden. Sie eilt zum Flughafen, aber findet Ami dort nicht. Eine sehr herzzerreißende Szene. Doch kurz bevor Ami ins Flugzeug steigt, wird sie von Kaoli Knight angegriffen und ruft Usagi per Kommunikator zu Hilfe. Aber diese kann nichts machen und wird von den Death Nightmares aufgehalten. Doch da kommt Tuxedo Mask. Und noch ein Tuxedo Mask. Und noch einer. Insgesamt 5 Tuxedo Masks sind es plötzlich. Das sind natürlich die Maneties in Verkleidung. Usagi erfährt, dass Chibiusa entführt wurde, jedoch weiß sie plötzlich nicht mehr, welcher der echte Tuxedo Mask ist. Als sie meint, den Duft und die Stimme ihres Mamorus zu erkennen, sagt dieser aber, dass sie falsch liegt und dass ein anderer der richtige ist. Dieser trägt tatsächlich ein Armband, wie es auch Mamoru hat, das zu Usagi passt. Dieser wird sogleich gepackt und kurzerhand vor den Maneties aus dem Fenster geworfen. Usagi ist natürlich am Boden zerstört. Sie findet auch Ami mit gestohlenem Herzen am Boden liegen. Uranus und Neptun kommen zu spät und machen sich sofort auf in die Basis der Feinde. Die traumatisierte Usagi hört auf einmal die Stimmen von Sailor Pluto und King Endymion, die ihr Mut zusprechen. Sie verwandelt sich in Princess Serenity und wird von Pluto ebenfalls zur Basis der Deathbusters teleportiert.
Bevor sie dort ankommt, enthüllt Tuxedo Mask jedoch, dass er gar nicht tot ist. Usagi hatte doch den Richtigen erkannt, aber er hatte einem anderen sein Armband untergejubelt. Der aus dem Fenster geworfene Manetius lebt übrigens auch noch und kommt zurück. Tuxedo Mask und Uranus und Neptun kämpfen, können aber nichts ausrichten. Da erscheinen auch Princess Serenity, Sailor Mars, Jupiter und Venus, und nun geht der Kampf erst richtig los. Die Death Nightmares und Manetius sterben einer nach dem anderen. Während des Kampfes befreien Uranus und Neptun auch Amis Herzkristall. Kaolinite wird plötzlich riesengroß und mächtig und sie tötet Chibiusa. Usagi ist daraufhin so wütend, dass sie sich in Sailor Moon verwandelt. Und mit ihrer Attacke besiegt sie Kaolinite. Als Tomoe eine Bombe zünden will, die sie alle umbringen wird, ihn selbst eingeschlossen, kommt Sailor Mercury. Sie tötet den letzten der Manetius und vertreibt Tomoe kurzzeitig. Der Kampf scheint gewonnen, jedoch ist Sailor Moon immer noch am Boden zerstört wegen Chibiusas Tod. Tomoe sagt, der Hass, den sie jetzt fühlt, wird die Bombe doch noch zum Explodieren bringen. Da sprechen die Senshi ihr Mut zu und erinnern sie daran, dass sie nur alle beschützen wollte und dass die Liebe ihre Stärke ist, so wie es in King Endymions Prophezeiung gesagt wurde. Die Senshi vereinen ihre Kräfte und führen die Sailor Planet Attack aus. Doch Sailor Moon hat diese Kraft genutzt, um alle wiederzubeleben. Nicht nur Chibiusa, sondern auch die Deathbusters. Diese sind natürlich verwirrt und sagen, sie werden wiederkommen, doch Moon entgegnet, dass die Sailor-Kriegerinnen bereit sein werden und immer durch Liebe handeln werden. Chibiusa kehrt in die Zukunft zurück und damit endet dieses Stück. Übrigens wurden viele Story-Elemente hiervon auch für das erste der Sailor Moon Vampir-Musicals verwendet. Dort gibt es auch die Manetius und die Death Nightmares und auch Tomoe kommt dort vor. Naja, und auch andere Story-Elemente. Jedenfalls, auch wenn es noch nicht ganz so ausgereift war und mit der eigentlichen Staffel 3 Handlung nicht so viel zu tun hatte, mochte ich die Geschichte. Vor allem die Botschaft am Ende. Und man merkt auch, dass es etwas komplexer ist als das erste Musical. Außerdem hat man sich hier mit den Special Effects echt Mühe gegeben. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir gern in die Kommentare. Ich werde euch natürlich verlinken, wo ihr das Musical schauen könnt. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat!